Ich liebe Basilikum. Der Duft dieser mediterranen Pflanze ist wirklich einmalig und wenn ich an ihn denke, fallen mir sofort die leckersten italienischen Gerichte ein, die es so gibt. Damit man sich aber selbst Basilikum im Garten oder Balkonkasten erfolgreich anbauen kann, sollte man einige Dinge beim Basilikumpflanzen beachten. Meine 5 Tipps für gesunden und schönen Basilikum. Tipp Nummer 1. Was tun mit einer Basilikumpflanze aus dem Supermarkt? Wenn du dir eine Basilikumpflanze gekauft hast, kann es gut möglich sein, dass diese viel zu eng ausgesät worden ist. Hier habe ich ein Beispiel aus einem Supermarkt. Wenn du so eine Pflanze hast, ist es ganz wichtig, dem Basilikumpflänzchen neuen Platz zu verschaffen, denn in so einem Topf kann sie nicht lange überleben. Normalerweise ist das auch nicht Sinn und Zweck solcher Basilikumpflanzen aus dem Supermarkt, denn diese sind für den direkten Verzehr gedacht. Du nimmst also die Pflanze, holst sie aus dem Pflanztopf heraus und brichst ganz leicht die einzelnen Basilikumpflänzchen heraus und setzt sie in ein breiteres Pflanzgefäß, so wie ich es hier mache. So kann der Basilikum sich besser entfalten, die Wurzeln werden weiter ausgebildet und er ist auch weniger anfällig für Krankheiten. Jetzt noch angießen und dann warte ich 2 bis 3 Wochen, bis ich das erste Mal ernten werde. Tipp Nummer 2. Der Basilikumstandort. So wählst du ihn richtig. Damit der Basilikum auch so schön groß und gesund wächst, solltest du den richtigen Standort auswählen. Steht der Basilikum in voller Sonne, dann verbrennen oftmals gerne die Blätter und werden braun und trocknen aus. Das heißt aber nicht, dass er ins dunkelste Eck nun soll. Nein, die Basilikumpflanze liebt helles Licht, aber eben nicht die pralle Sonne. So entwickelt er auch noch mehr Aromastoffe und das kann gut hilfreich gegen Schädlinge sein. Meiner Meinung nach wächst der Basilikum am besten im Schatten anderer Pflanzen, zum Beispiel neben einer Tomatenpflanze, wo er auch optimal gegen die weiße Fliege wirkt. Tipp Nummer 3. Basilikum gießen, worauf ist zu achten? Basilikum braucht recht viel Wasser, dass er über seine großen Blätter auch dementsprechend verdunstet. Haltet das Erdreich immer schön feucht, aber natürlich Staunässe vermeiden, sonst zieht diese schnell Insekten an, die eurem Basilikum nichts Gutes wollen. Außerdem gieße den Basilikum nie von oben, denn nasse Blätter können zu Pilzbefall führen. Also immer schön unten ins Erdreich gießen. Tipp Nummer 4. Basilikumblüten entfernen. Hast du eine neue Basilikumpflanze gekauft oder dein Basilikum bildet im Garten oder im Topf eine erste Blütenkrone aus, dann entferne diese sofort. Wenn du das nicht machst, geht die Basilikumpflanze in die Blütenphase und Samenproduktion über. Und dann steckt die Pflanze automatisch mehr Energie in diese hinein und das Blattwachstum wird verringert. Zudem haben die Blätter dann viel weniger Aroma. Wenn du natürlich den Basilikum selbst vermehren möchtest, dann solltest du die Blüten auswachsen lassen. Wie man Basilikum vermehrt, dazu habe ich auch noch ein anderes Video gemacht. Schaut dazu einfach in meine Basilikum-Playliste hinein. Diese wird am Ende vom Video verlinkt oder auch unten in der Infobox. Tipp Nummer 5. Basilikum braucht er Dünger? Basilikum braucht recht viel Nährstoffe im Gegensatz zu anderen Küchenkräutern. Daher empfehle ich ihn alle 3 Wochen nach dem Umtopfen mit Flüssigdünger zu düngen. Diese Art und Weise der Düngung funktioniert bei Basilikum recht gut. Dazu habe ich dir auch mal einen guten Kräuterdünger unter dem Video verlinkt. Schau einfach mal nach. Ja, das waren meine 5 Tipps für schöne Basilikum, aber es gibt noch viel mehr Dinge, die man über Basilikum wissen muss. Deshalb schau dir auch meine anderen Videos an. Dazu, wie gesagt, habe ich die Playliste verlinkt und später wird es natürlich auch noch weitere Videos zum Basilikum geben. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, vergesse nicht den Abo-Button und die Glocke zu aktivieren, dann wirst du immer auf dem Laufenden gehalten, wenn es bei mir neue Videos gibt. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Erfolg bei eurem Basilikum anbauen und ich sage ciao, bis dann, euer Balkongärtner Christian.